Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, Ausrüstung allgemein. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir haben am Ende der kompletten Serie nochmal Rosi und Tims Ausrüstung und warum und meine Ausrüstung und warum, so um nochmal im Detail auf unsere speziellen Ausrüstungen einzugehen. Bevor wir mit der eigentlichen Serie aber starten, beziehungsweise auf die Range gehen, haben wir hier so ein paar Empfehlungen für euch, was man so auf jeden Fall haben sollte, müsste oder was einem auf jeden Fall das Leben ungemein erleichtert. Ja. Kommt jetzt natürlich auch immer ganz darauf an, was euer Anliegen oder Anspruch ist. Seid ihr ein Sportschütze, seid ihr ein Jäger, seid ihr Polizist oder Soldat oder sonst irgendwo im Personenschützer unterwegs. Von daher müsst ihr das natürlich jetzt hier ein bisschen abstimmen. Wir haben von allem hier ein bisschen was dabei und dementsprechend auch die Prioritäten so setzen, wie es passt. Also als Sportschütze zum Beispiel, wenn ihr nicht gerade in einem Verein oder in einem Verband schießt, der mit Sling arbeitet, ist eine Rifle Sling zum Beispiel das, was man am wenigsten braucht als Sportschütze tatsächlich. Beim Soldaten und beim Polizisten sieht es vielleicht wieder ganz anders aus. Der Jäger ist tatsächlich immer mit Sling unterwegs, oder? Normalerweise unterwegs, aber viele nehmen auf Hochsitz ihn wieder ab. Genau. Ich lasse ihn dran, aber ist tatsächlich so. Genau. Also das sind auch Dinge, die man dann auf jeden Fall bedenken muss. Aber erstmal hier so Schutzausrüstung, ganz klar. Gehörschutz ist das Allerwichtigste. Am Anfang tut es auf jeden Fall ein passiver Gehörschutz, wenn ihr sagt, ihr wollt erstmal reinschnuppern, nicht so viel Geld ausgeben. Wenn ihr das vorhabt, öfter zu betreiben, ist ein aktiver Gehörschutz unerlässlich. Das Beste am Markt ist unserer Meinung nach Peltor und MSA Sordin, oder? Gute Erfahrung gemacht? Ja, auf jeden Fall. Peltor hat halt einen besseren Schutzwert als MSA. Ja. Hören wir immer wieder. Bei Peltor eine weitere sehr gute Funktion ist, man soll ja bei jedem Gehörschutz, Aktivgehörschutz, zusätzlich noch Ohrschutzstopfen nehmen. Peltor, alle modernen, drückt man länger drauf, hat doppelte Lautstärke innen. Und für Behörden, für mich völlig außer Frage, alles, was taktisch läuft, immer Aktivgehörschutz, weil die Kommandos zugegeben werden, das ist auch so ein Sicherheitsrisiko. Ne? Nicht alle Polizeien machen das, wollen ein bisschen Geld sparen. Meiner Meinung nach völlig falsch. Alles, was Behörde ist, braucht Aktivgehörschutz. Exakt. Für den sportlichen Einsatz im günstigen Einsteigerbereich haben wir gute Erfahrungen gemacht mit Howard Light und Walkers. Beides gute Marken. Allerdings sehr störanfällig auf Mobiltelefone. Also wenn ihr irgendwo ein Telefon, auch wenn es wirklich hier der Gehörschutz ist und das Telefon hier ist, und ihr genervt seid von diesem Netzsuchen-Ding, das hat man bei diesen Modellen extrem. Wenn ihr was wollt, was ihr vielleicht auch für Airsoft und Paintball nutzen könnt, um zum Beispiel Funk mit betreiben zu können, auf günstigem Niveau, Peltor kann das ja auch, aber Peltor ist natürlich gleich vom Preis her, ist Earmore auf jeden Fall eine Variante. Die funktioniert auch für den scharfen Schuss, hatte ich es jetzt hier in der Serie die ganze Zeit offen. Auf und wir hatten das auch schon mal getestet, sind tatsächlich gute Gehörschutz, ist ein guter Gehörschutz, nicht so gut wie Peltor, ganz klar, aber natürlich muss man auch immer den Preis beachten und bei Schutzbrillen gehen wir im Team schon lange auf Oakley, du nutzt auch Oakley, gibt natürlich auch viele andere gute Hersteller, Revision macht sicherlich, habt ihr bei der Bundeswehr, ist sicherlich auch keine schlechte Schutzbrille, den Schutz bietet ja selbst eine billige 3M-Brille für 3,50 €, ja, es ist ja immer die Frage, was muss neben dem Schutz noch gegeben sein? Für Behörde immer wieder die Zertifizierung. Das machen viele. Hat die 3M-Brille auch? Ja, ich sag nur, das ist ein Ding. Und das Ding ist aber, und das habe ich vom... Es sieht cool aus. Ja, natürlich. Ist selbstverständlich. Die Deltas tragen die Oakleys. Ja, das ist ja noch ein Grund mehr. Nein, aber tatsächlich war das ein Punkt, den ich nie auf dem Schirm hatte. Wenn man Brillen lange Zeit aufhat, also wirklich den ganzen Tag trägt, eine Schutzbrille, dann muss die auch vom Schliff her so sein, dass du keine Kopfschmerzen bekommst. Und das ist tatsächlich bei diesen 3,50 € Brillen, die den Schutz bieten, nicht so. Da wirst du definitiv Kopfschmerzen kriegen, weil die einfach sind halt billig produziert, flach produziert und das hast du bei den teuren Die 3M habe ich jetzt auch getestet, die billige Version. War super erstaunt, muss man wirklich sagen, auch wenn es jetzt wehtut. Die funktioniert wie eine 1. Und was alle modernen haben, die Bügel. Die alten Oakleys sahen ja cool aus, aber die waren natürlich sehr breit geschnitten. Das heißt, die hatten immer eine Gehörschutz. Eine Brücke, eine Geräuschbrücke, die jetzt genau zwischen dem Gehörschutz und dem Kopf war. Das ist jetzt bei
ich kenne jetzt gar keine alte mehr, aber die eine alte Oakley haben zum Beispiel, die hatten da ein Problem. Ja. Das ist jetzt alles gelöst. Heute sagt man auch, das ist Standard. Aber damals war es so, da war der Coolness-Faktor war das Allerwichtigste und da hatte man halt sein Gehör tatsächlich auch geschädigt mit. Ja. Durch diese Ja, Brücke. natürlich, muss man auch immer bedenken. Ja. Gut, Handschuhe sind auch sowas. Schutzhandschuhe im taktischen Bereich sollte man darauf achten, auch dass sie vielleicht feuerfest sind. Auf jeden tatsächlich. Ne? Kommt darauf an, was du machst. Also Polizei braucht vielleicht, würdest du sagen, ein Polizist braucht feuerfeste Handschuhe? Ja, auf jeden Sicher? Fall. Ja. Ich glaube, da ist eher wichtiger Stichschutz und wegen, Ja, das wegen ist nicht die Durchsuchung. Frage. Das ist nicht die Frage. Aber stell dir vor, da ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert und die Wohnung brennt. Ja. Es kann nicht sein, dass beim Polizeibeamten, der jetzt irgendjemand retten kann, dass denen die Finger verschmoren. Ja. Das ist uns dienstlich passiert in Kabul. Ja. Nee, stimmt gar nicht. In Talukan. Ja. War eine schlimme Sache und dann ist ein Soldaten, sind die Hände verbrannt. Ja. Er hatte halt keine Feuerschutz. Und verbrannte Hände kann man halt nicht mehr mit abkrümmen. Mhm. Er hat es überlebt. Nee, er hat es nicht überlebt am Ende. Die Hände waren halt abgefackelt. Okay. Also das ist schon wichtig. Ja, okay. Also das immer mit im Hinterkopf behalten. Für ein normales Training auf jeden Fall leichte Handschuhe, ein bisschen Schutz und vor allem halt auch nicht nur Schutz für die Hände, sondern eben auch vor dem Dreck, vor dem Schmauch, weil das ist, man reibt sich dann vielleicht doch mal irgendwo, wenn man wieder rausgeht am Auge oder so, und dann schmiert man sich ruckzuck den Ruß. Ein guter Punkt, ja. Das sollte man auf jeden Fall mit beachten. Genau. Okay, dann sind wir beim Gürtel, oder? Sind wir jetzt beim Gürtel? Jetzt haben wir Schutz durch. Ja. Habe ich dann Go? Nee, würde passen, ja. Perfekt, gut. Gürtel, wie habe ich schon angefangen, wo der Rosi dann perfekterweise reingekrätscht hat und gesagt hat, Schutzausrüstung als allererstes. Holster braucht ihr nicht unbedingt tatsächlich, wenn ihr sportlich Präzision schießt. Es ist ein relativ unwichtiger Gegenstand, für die dynamischen Sachen definitiv wichtig. Wir haben jetzt hier die beiden von Black Trident gerade im Test. Einmal ohne Sicherheit, einmal mit Sicherheit. Sicherheit ist immer dann wichtig, wenn ich Verlust der Waffe befürchten muss durch Fremdzugriff oder eben, wie du sagst, du machst viel Overhead-Geschichten, Genau. damit die Waffe natürlich einfach nicht schichtenergreifend aus dem Holster fällt. Genau. Ja, genau. Ja, Black Trident ist eine sehr gute Marke. Safariland kommt mir noch in den Sinn. Blackhawk definitiv hat gute Holster, auch wenn das Serpa nicht den besten Ruf hat bei den Marines, habe ich mir sagen lassen. Habe ich nicht gehört. Ich sage, das Serpa ist immer noch gut. Ja. Das CQC ist immer noch sehr gut. Ja. Es gibt ja das eine Video, wo der eine sich da vorsichtshalber mal in den Hintern geschossen Ja. hat. Das war ein Bedienfehler. Ja. Das hat überhaupt nichts mit dem Holster zu tun. Ja. Ich greife zur Pistole, so wie immer. Dafür ist es gebaut, mit gestreckten Fingern. Ja. So, wenn man natürlich so jetzt rauszieht und eine Faust macht, dann ist man am Abzug. Ja. Also ich bin der Meinung, passt auf jeden Fall. Damit komme ich sehr gut zurecht. Ja. War auch unser erstes richtiges taktisches in Kalf. Diese Version der Sicherung, die funktioniert. Ja. Also bin ich voll dabei. Ja, okay. Gut. Dann ganz wichtig, meiner Meinung nach, und ich denke, du stimmst mir dazu, ist Medic-Ausrüstung. Ja. Gehört immer unserer Meinung nach mit dabei. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt nicht so der taktische Schütze, packt euch auf jeden Fall in eure Schießtasche irgendeine Erste-Hilfe-Geschichte mit rein. Also ist immer ganz wichtig. Es gibt auf jedem Schießstand gibt's einen Erste-Hilfe-Kasten. Der ist in der Regel aber immer hinten irgendwo. Wenn ihr dynamisch schießt und auf einer 300-Meter-Bahn zum Beispiel ganz vorne seid, bis der da einer hintergerannt ist und wieder nach vorne und das Zeug geholt hat, ist der vorne verblutet. Der ist tot. Kann passieren, ja. Das kann passieren. Und deswegen ein Tourniquet mit umgehen können, dabei haben, hilft auf jeden Fall. Ein Druckverband. So das Nötigste sollte man, auch wenn ihr nicht taktisch unterwegs seid, immer dabei haben. Für euch Soldaten und Polizisten gilt das so und so. Für mich als Zivilist das Gleiche, wenn du mein Auto dir anschaust, zwischen Fahrer und Beifahrer, dort habe ich mein Tourniquet. Ich habe eine Erste-Hilfe-Ausstattung. Ja. Ich lasse mir auch nicht von irgendjemandem erzählen, man darf zivil kein Tourniquet benutzen, das ist mir völlig egal. Wenn ich Menschen retten kann. Wenn du Menschen retten kannst, scheißt du auf den Rest. Genau, dann kriege ich einen Anschluss später vom Staatsanwalt, aber das Kind lebt. Exakt. So, das ist für mich tausendmal wichtiger. Das wollte ich gerade sagen. Genau, sehe ich genauso. Ja. Ansonsten natürlich Magazintaschen, um Wechsel durchführen zu können. Gerade die Dump Pouch, finde ich, hat sich sehr bewährt beim Training. Also auch wenn sie vielleicht einen anderen Hintergrund hatte ursprünglich mal, fürs Training ist die absolut Gold wert. Ihr habt nie genügend Magazintaschen für die Übung, wenn der Ausbilder sich irgendwas einfallen lässt. Und sagt, so, jetzt kommt er mal mit 5 AR-Magazinen um die Ecke und wenn du keinen Plattenträger mit 1000 Slots hast, dann stehst du nämlich da. Das ist das eine. Das andere, ich schmeiße da meine Schießhandschuhe, meinen Augenschutz mit Gehörschutz rein. Ja. Ich habe die Hände frei, kann arbeiten. Ich habe alles verfügbar. Man kann lose Munition transportieren, um zum Beispiel mal ein Magazin zu unterladen, wenn ich mal sage, wir wollen jetzt mal eine Übung machen mit nur 3 Schuss oder so. Deswegen bei mir heißt es auch wirklich Dump Pouch. Mehrzwecktasche.
Genau. Ja, Ne? ja. Nein, nicht mehr extra Tasche. Aber es ist kein Abwurfsack bei mir. Das ist tatsächlich ein Dump-Pouch, da fliegt alles rein. Genau. Und in taktischer Hinsicht natürlich 1000 Sachen, aber ich benutze es auch, wenn ich zivil schieße. Ja, genau. Finde ich genauso. Und wenn ihr einen findet, wo ihr innen nochmal Molle habt, dann spart ihr auch noch den Platz am Gürtel natürlich und könnt noch was anderes reinbauen und habt dann im Endeffekt da auch nochmal eine optionale Geschichte. Genau. Ja. Aber ich möchte noch was zum Gürtel sagen. Ja, gerne. Es gibt ja 2 verschiedene grundsätzliche, unterschiedliche Gürtel. Einmal, so wie bei dir, du hast ja hinten Klett und Flausch. Ja. Also fixiert an der Hose, ne? ja. Das ist auch völlig korrekt. Ja. Ich bin halt von morgens bis abends auf der Schießbahn, deswegen dieses Polstersystem ist für mich, wenn du von morgens bis abends und wochenlang auf der Schießbahn stehst, irgendwann ist die Haut durch. Ne? Für mich ist das sehr, sehr angenehm, wenn ich ein bisschen Polster habe. Ja. Hier habe ich jetzt alles ausreichend. Deswegen für mich ist das wichtig. Ich ziehe mir nicht das Holz da hoch, habt ihr gesehen beim Ziehen. Für mich ist das so eigentlich eine ganz gute Konfiguration. Ich brauche keinen Beinriemen. Check. Alles ist einfach, dass ich auch ein paar Tage länger auf der Bahn oder im Feld durchhalte. Ja. Perfekt. Dann braucht ihr natürlich noch, wenn ihr eure eigenen Waffen habt, natürlich auch die passenden Magazine. Haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht mit den Hera-Magazinen hier für den gesetzeskonforme Nutzung bei AR-15-Systemen mit einem 30-Schuss Körper, aber mit nur einem 10-Schuss Insert im Endeffekt. Also es sind 10-Schuss-Magazine mit einer Verlängerung. Gibt es ja von vielen Herstellern. Bei Hera ist es allerdings so, die haben das hier so glatt gelöst, dass die in jede Magazintasche reinpasst. Und man kann hier im unteren Bereich noch Gewichte einbauen. Das heißt, man kann hier auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, auch wenn jetzt vielleicht dann die wirklichen Sportler sagen, niemand geht mit dem Plattenträger trainieren, wenn er ernsthaft ist, aber es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mit dem Plattenträger gern trainieren geht. Und würde ich dann mit 30-Schuss-Magazin unterwegs sein geladen, würde ich bestimmt Probleme bekommen oder Fragen bekommen, wenn ich nicht auf dem Bundeswehrgelände unterwegs bin. Von daher kann ich hier auch Gewichte reinpacken, um 30 Schuss zu simulieren. Habe das komplette Gewicht meines Kampf-Loadouts mit dabei, wenn ich das denn gerne möchte. Und natürlich auch für die sportliche Nutzung habe ich hier mehr Gewicht, bin ich das Magazin schneller los im Zweifelsfall, wenn ich super schnell Magazinwechsel mache. Ja, und zusätzlich natürlich Soldaten und auch Polizeibeamte. Viele trainieren, die sind halt hoch motiviert, trainieren auch zivil, weil sie sagen, dienstlich habe ich nicht genügend Training. Genau, super Einwand. Und dann kann man halt da dann sich auch auf den Dienst vorbereiten, vernünftig. Ja, perfekt, genau. Munition, ganz klar. Ladehilfen, wer braucht. Tatsächlich eine coole Idee ist eine rosa Ladehilfe, weil die klaut dir niemand. Die klaut keiner, das stimmt. Die klaut dir niemand. Also Ladehilfen, wer sie braucht. Rosi lädt alles mit den Fingern. Ja. Wir sind da ein bisschen mehr die Pussys, aber du hast halt einfach hier auch schon 50 Jahre Hornhaut drauf. Ne? Das ist richtig. Ja, also von daher. Und tätowiert Schraubzwinge. Sehr gut. Ja. Beim Munitionstransport haben wir hier von Helicom mal die Ammo-Boxen getestet. Die sind auch extrem cool für Schüttmunition. Für die Präzisionsschützen wieder natürlich nichts, weil die wollen ja alles immer schön. Ein Schuss. Ja, hinein damit. Piu. Aber wer hier viel durchlässt, Schüttmunition, ist das hier nochmal schöner, weil du einfach natürlich 5 bis 6 bis 7, keine Ahnung, wie viel da reingeht, aber auf jeden Fall jede Menge packen, kompakt auf einen Punkt bringst und die natürlich auch deutlich besser tragen kannst hier mit dem Carry-Handle, als wenn du 6 Packen Munition irgendwie zwischen die Hände klemmst. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht werde ich das auch nochmal testen. Ja. Ich gebe dir eine mit. Kannst du mitnehmen. Okay. Ich probiere es aus, ja. Check. Dann, wo wir beim Transport sind, Kurzwaffen haben wir auch hier eine Tasche von Helicon. Das ist eine Pistol-Pouch. Jeder Hersteller gibt einen Koffer mit. Wenn man jetzt mehrere Pistolen hat, kann man sie entweder lose in einem großen Peli-Case oder sowas transportieren natürlich. Wenn man ein bisschen eine teurere Waffe hat und Schutz braucht, kann man hier natürlich mit so einem Insert arbeiten. Wie gesagt, die Tasche hier hat Platz für 2 Kurzwaffen, lässt sich auch abschließen, also auch gesetzeskonform. Hier hätte ich dann gleich noch auf der Vorderseite Platz für entsprechend Magazine. Und wenn ich denn noch sage, ich will noch ein bisschen Reinigungsmaterial, WBK oder sonst irgendwas unterbringen, habe auch ich hier vorne nochmal die Möglichkeit, genau das zu tun. Wo kommt die Nextwatch her? Ist deine, oder? Habe ich versehentlich in meine Tasche gepackt. Hier kann ja mal passieren. Tut mir leid. Ja, erwischt. Gesagt, genau, also das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Möglichkeit, um entsprechend zu transportieren. Dann Langwaffentransport, dein Part? Ja. Das ist einer meiner Waffentaschen. Ich habe jetzt hier 2 ARs drin. Darf ich kurz reingrätschen? Finde ich spannend, das ist so ein Hybrid aus Koffer und Tasche. Ne? Also es ist im Endeffekt Taschenform, also leichter im Auto unterzubringen, aber hat fast die Festigkeit vom Koffer. Ist mir zwar noch nicht aufgefallen. Ist so, guck mal. Ja.
Für mich ist halt gut, die Waffen sind geschützt. Ja. Gerade wenn ich Es muss funktionieren. Ja, genau. Nein, ich finde die tatsächlich richtig gut. Das ist die neue Version. Ich habe jetzt eine hier vorne. Ja. Nicht wie der Sportschütze, hat so eine kleine Eier wie ich. Aber hier geht es jetzt so, ich habe eine vorne drin. Ah, da geht auch eine 16 Zoll rein, locker. Okay. Und hier ist die zweite drin. Was hier ganz cool ist, ich kann sie verriegeln, aber ich mache es eigentlich nicht. Na, wenn ich normal unterwegs bin, ich lege es rein. Einigermaßen vorsichtig gehe ich mit meinen Waffen um. Einige kriegen eine Krise, wenn sie sehen, wie ich damit umgehe. Es ist halt für mich jetzt auch nicht ein Kunstgegenstand. Deine Waffe ist ein Werkzeug. Das ist für mich ein Werkzeug, ja. Genau. Ne? Und muss auch ein bisschen mich aushalten. Die Waffenfirmen, wo ich was teste, die erwarten auch von mir, dass ich robust mit umgehe. Ich mache nichts mit Absicht kaputt, das wäre natürlich auch Quatsch. Aber ich nehme es halt mit. Man sieht, sie sind ein bisschen abgerödelt. Hersteller, 511 haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ne? Weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir es gesagt. Das ist die neuere. Ja. Finde ich richtig gut. Und die Oldschool ist aber immer noch, meine ich, im Programm. Da ist halt hier so, die haben von vornherein eine Unterteilung. Genau. Ne, für 2 Waffen. Finde ich auch charmant, gerade wenn man mehr hat. Ja. Gibt es ja so in der Form von ganz vielen Herstellern. Ne? Also ich glaube, Helikon hat auch so welche im Angebot und Tasmanian Tiger. Ja. Da seid ihr wirklich auf euch gestellt vom Geschmack her. Da ist für jeden was dabei. Was ist hier noch besonders? Was vorne noch was heißt besonders? Es ist einfach eine Tasche, wo ich eine Menge Dinge drin habe. Das schmeiße ich einfach rein. Das ist ungepolstert. Aha. Ja, selbst meine Lappen benutze ich. Alter, der ist ja schon 30 Jahre rein. Der geht noch 30. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Es muss funktionieren. Und dann habe ich hier auch noch kleine Taschen, zum Beispiel WBK, was du sagtest, was ich halt mache. Ich bin ja irgendwann wahnsinnig geworden mit meinen ich bin so viel unterwegs mit Taschen. Ich habe tatsächlich, wenn ich meine WBK drin habe, auch einen kleinen Bepper, da ist die WBK. Ja. Ich habe auch schon gesucht, ne, weil da gehe ich jetzt zum MP5-Training, dann gehe ich am nächsten Tag dahin. Und dann ist man immer am Suchen, wo ist was. Ne? Kleiner Bepperle drauf und gut ist. Okay, gut. Vielleicht, weil es gerade passt, oder kommt das nochmal extra mit Waffensicherung, Waffentaschen sichern? Nee, kannst du gerne jetzt mit reinpacken. Also ich habe jetzt hier 2 Sachen. Ich habe jetzt hier ein Vorhängeschloss. Meine Altersweitsichtigkeit ist natürlich nicht so toll für mich. Was ich gemacht habe, ich habe hier irgendein Abus, Watcher, Burg. Ja. Ich habe markiert, links, rechts und die richtige Zahl. Das heißt, auch damit bin ich gesetzeskonform. Jetzt kann ich öffnen, schließen, dreh rum und gerade jetzt auch ältere Jäger, das findest du immer. Also du willst jetzt quasi damit sagen, du kannst dir schon die Kombination markieren, weil es geht beim gesetzeskonformen Transport nicht darum, was unmöglich aufzumachen geht, sondern es soll ja einfach nur nicht schnell aufgehen. Genau. Exakt. Ja. Weil ich meine, wir sind ganz ehrlich. Und mit dem Messer komme ich da auch ran. Oder selbst mit dem Kugelschreiber hat ITS Tactical gezeigt, dass du bei einem Koffer hier in den Reißverschluss reinkommst, ohne die Tasche zu beschädigen. Was gibst du denn für Tipps hier? Ja, also es ist Nylon, Leute. Also brauchen wir nicht drüber reden. Ob da jetzt ein Kabelbinder dran ist oder ein Schloss, es spielt keine Rolle. Von daher die Idee mit der Markierung ist, finde ich, toll. Ja, das Zweite, was ich mache, ist, ich arbeite mit diesen, wie nennst du die noch? Ich habe da keine Bezeichnung. Du hattest mir das gezeigt an dein Kabel. Aber ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall habe ich dann in Rot. Das heißt, alles, was rot ist, verschließe ich. Wenn ich hier Munition drin habe, dann nehme ich auch einen roten. Alles, was rot ist, hat was mit Sicherheit zu tun. Munition oder hier. Na, das ist die zweite Version, die ich mache. Auch hier brauche ich länger, bis ich es aufmache. Und dann verbinde ich das statt den Schloss. Ja, natürlich. Also, und natürlich könnt ihr Kabelbinder nehmen, aber das ist nicht nachhaltig. Habe ich gut gesagt, oder? Und ich bin sprachlos gerade. Ja. Ist aber völlig korrekt. Kabelbinder habe ich auch genommen, früher tatsächlich, aber nicht wegen der Nachhaltigkeit mache ich das nicht mehr. Nur irgendwann wärst du wahnsinnig. Ja, jetzt bist du unterwegs, jetzt hast du den letzten Kabelbinder verbraten. Exakt. Deswegen sowas funktioniert. Ich will auch nicht noch mehr. Das Gesetz ist bei uns so streng. Ja. Es muss auch nicht weiter verschärft werden. Ja. Wir haben schon das Sind wir dafür, meldet euch beim VDB an, tut was dagegen. Weiter geht's. Ja, korrekt. Wobei das gerade ein sehr gutes Schlusswort war. Ja? Nein, ich mache das so, das ist das, was der Gesetzgeber vorgibt. Das ist auch völlig korrekt. Ja. Ich lasse meine Waffe nie alleine. Von daher, was wollen wir jetzt noch mehr sicher machen? Check, genau. Ja, dann ganz wichtig natürlich für häufiges Training. Du hattest deine Ziele, von welchem Hersteller waren die Zielscheiben? Oh, sehr guter Hersteller, jetzt muss ich tatsächlich sagen. Warum ist er so gut?
weil ich ihn gebeten habe, alle Zielscheiben für mich so zu bauen, dass ich optimal trainieren kann, zivil wie behördlich. Das ist Ritterdruck. Ritterdruck, Ja. okay. Und die Dot-Targets, alles, was wir jetzt geschossen haben, die sportlichen T-Scheiben und so weiter, das ist für die Zivillinie. Ja. Und dann hat er noch eine Behördenlinie, also mit richtigen taktischen Targets. Hier. Kann man einfach bei dem Online-Shop bestellen, so? Oder sind die jetzt für dich extra gemacht? Nein, kann jeder ran. Kann jeder ran. Der hat einen Katalog, einen Online-Katalog. Dann gucken wir mal, dass wir euch das auch irgendwo mit verlinken, dass wir da mal drauf, weil die Scheiben fand ich echt toll. Ja, wir benutzen jetzt tatsächlich auch Nachhinein bei der Bundeswehr, weil wir festgestellt haben, dieser Hersteller macht es für weniger Geld, aber dafür besser. Ja. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss. Denke ich auch. Also viele Sachen werden wir jetzt da kaufen. Wir haben sonst von der Firma genommen, brauchst du jetzt gar nicht zeigen, aber von der Firma. Ich zeige es jetzt nicht. Soldaten wissen, woher wir die kaufen, sind halt, die funktionieren auch, aber die sind halt echt zu teuer, ne? Und können nichts mehr als wir. Okay. Ja, aber die Schusspflaster zum Beispiel habe ich jetzt keinen gefunden, der sie günstiger macht, deswegen kaufe ich sie auch da natürlich. Genau. Also Schusspflaster, ganz wichtig, wenn du mal eine kleine Verletzung hast, dann kannst du die entsprechend dann abkleben. Ja, man muss sich überlegen, wenn ich kein Tourniquet habe, nehme ich Schusspflaster. Exakt, genau. Nein, sind natürlich nicht dafür da, sondern für alle, die es nicht wissen, um auf einer Schießscheibe halt die Löcher zuzukleben. Hast du auch einen sehr coolen Ansatz mir mal off-Kamera mitgeteilt, und zwar, wenn du als Ausbilder die abklebst, klebst du nur die ab, die schlecht waren, und lässt die guten stehen. Das ist auch so ein bisschen für die Trainees so ein bisschen so eine Motivation, dass sie sehen, ey, cool. Und nicht, dass sie sehen so, die erste Reihe war jetzt extrem schlecht. Und ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man sich anguckt, was Schusspflaster kostet und Schießzeit ist. Und Nachhaltigkeit, ne? Verbläst mir sonst alles. Ich bin ja schon still. Nein, aber tatsächlich, wenn wir so viel Zeit verschwenden fürs Abkleben, wo es wirklich nicht Not tut, sage ich, dann nehme ich lieber eine neue Scheibe, spare das Geld da. Das eine Rolle ist das gleiche wie 10 Zielscheiben. Darf man auch nicht vergessen. Ja, also da abkleben, Zeit, das ist alles der Vorteil. Ja. Aber die Schüsse, die nicht hingehören, die müssen halt abgeklebt werden, auch keine Frage. Dann hast du noch dein Tamagotchi mitgebracht. Erzähl mal dazu was. Ja, Timer ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache als Ausbilder. Nicht für jedes Training, aber ein Timer hat halt den riesen Vorteil, der Timer lügt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Timer arbeite, egal welchen Drill ich mache, kann ich dann nachvollziehen. Er misst mir zum Beispiel Zeiten, wenn ich jetzt einen Magazinwechsel durchführe und schieße und ich gebe meinen Students vor 6 Sekunden, drücke ich drauf, piep, nach 6 Sekunden kommt der zweite. Also zur Leistungssteigerung ist ein Timer natürlich essentiell. Auf jeden Fall Feststellung. Ja. Und Timer baut immer Stress auf. Genau. Ja, weil die Hose ist unten. Das zweite ist, ich kann hier einfach piepen lassen. Dann kann ich feststellen, wann ist mein erster Schuss gebrochen und mein 120. Schuss. Das kann er halt alles nebenbei. Ich benutze ihn sogar für die Scharfschützen- und Präzisionsschützenausbildung. Kann halt vieles machen, was man schlecht mit der Stoppuhr machen kann. Und kostet halt recht wenig. Auch hier, mache ich gar nicht sagen, habe ich eingeführt. Die Bundeswehr hat jetzt genau den gleichen verwendet. Und AA Z7000. Der funktioniert halt. Ne? Okay. Einige sagen, ja, Profi-IPSC-Schützen, für die ist das nichts, ist das Spielzeug. Ich als ganz normaler Anwender, das ist für mich ein Teil der Ausbildung. Ich sage, der hier, der kann alles. Ich weiß nicht, was er kostet. Ich habe meine ganzen Timer-Drills, kannst du, wenn du willst, auch nochmal für alle zeigen. Da habe ich meine Timer-Drills, Pistole und alles, was man tun kann. Könnt ihr theoretisch auch mit Handy-Apps zum Teil lösen. Es gibt welche, die sind okay, sage ich mal. Ich habe alle, die ich probiert habe, haben nicht funktioniert auf der Bahn. Okay. Widerhall, deswegen ich bin wieder runter, ich nehme Oldschool. Ja, natürlich. Also ich wollte es nur sagen, also um es mal auszuprobieren, generell, ob euch das Timer-Ding irgendwie zusagt, könnt ihr es mit einer Handy-App machen, die kostenlos ist, aber ansonsten geht kein Weg an einer professionellen Lösung vorbei, meiner Meinung nach. Nochmal, ich habe keine App gefunden, die mit meinem Handy funktioniert. Wenn wer einen findet, dann benutzt es natürlich, Geld sparen, gar keine Frage. Check. Gut, da haben wir nur noch das Thema Waffenreinigung und Instandhaltung zum Schluss. Da haben wir noch ein eigenes Video zu, das werden wir euch aber zum Ende der Serie präsentieren. Deswegen jetzt nur mal ganz kurz. Wenn ihr auf der Range unterwegs seid, werden eure Waffen dreckig werden und ihr müsst sie sauber machen. Es gibt die einen Leute wie du und ich, die das mal alle Schaltjahr tun, und es gibt die Sportschützen. Naja, ich meine, Lauf durchziehen tut man schon mal öfters, aber so eine Tiefenreinigung, wirklich auch mal die Verschlussgruppe bis ins Detail zerlegen und entfetten und neu ölen und so. Für Kurzhaben mache ich es einmal im Jahr. Ja, exakt, das wollte ich sagen. Und es gibt halt Sportschützen, die machen das nach jedem einzelnen Mal Schießen. Ja? Einfach weil sie zu wenig auf der Schießbahn sind. Nee, weil ihre Waffen einfach für sie einen anderen Wert darstellen als jetzt für dich. Ja. Für dich ist es ein Werkzeug und für andere ist es halt einfach ein Statussymbol wie jemand anderes ein Auto oder sonst irgendwas. Von daher sollte man auf jeden Fall beachten.
Unsere Erfahrung ist, für die Range und für zu Hause gibt es von Real Avid sehr, sehr coole Tools, fertige Lösungen, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, aber die denken unserer Meinung nach das ziemlich gut und weit. Das werdet ihr sehen im Waffenreinigungsvideo. Hier nur schon mal kurz vorab, auch für den Fortgeschrittenen, dann später mal, wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie mal was aufbauen, mal einen Vorderschaft wechseln, Laufwechsel, irgendwas anderes. Und der Laufwechsel ist, glaube ich, dann schon schwierig, wenn man kein Büchsenmacher ist, aber Kompensator dran schrauben oder sowas, das darf man auch zu Hause machen, das weiß ich ja. Genau, dafür wäre dann sowas hier von Real Avid sinnvoll. Und fürs Feld von Helikon gibt es das Service Case, da passt sehr, sehr viel rein, da könnt ihr wirklich wie bei mir zu Hause, wenn die Frau es nicht so gerne sieht, wenn die Waffen irgendwo in der Wohnung bei den Kindern rumwurschteln. Also zum Saubermachen natürlich aus dem Tresor geholt. Die Frau sagt, ich will da keine Waffen sehen, geh in den Keller. Und ich sage dann, ich habe keinen Bock im Keller Waffen zu putzen. Habe ich dann so eine Tasche und kann dann auf der Range direkt das ganze Zeug mitnehmen und es dann da auch putzen. Habe da die Lösung, aber das zeigen wir euch auch, wie gesagt, im Reinigungsvideo. Reinigungsprodukte, die hervorragend funktionieren, unserer Meinung nach Ballistol. Die haben da extrem ganz schön in dem Bereich sich nach oben gewurschtelt. Ich habe tatsächlich jahrelang das Universalöl im Einsatz und habe dann immer nach und nach mal geguckt, was es noch so alles gibt. Aber auch das zeigen wir euch dann nochmal im Reinigungsvideo im Detail. Da sind ein paar Sachen dabei, wo wirklich auch unsere Sportschützen und Wettkampfschützen von der Epicoup sagen, es gibt nichts Besseres zum Laufsauber machen als das Produkt. Hat er exakt so zu mir gesagt, der Bernhard. Also der Bernhard, wenn der Bernhard das sagt, dann glaube ich ihm das aufs Wort. Aber wie gesagt, das sehen wir in dem Video. Von daher sind wir jetzt hiermit durch. Wenn ihr noch Fragen habt zur allgemeinen Ausrüstung oder auch von eurer Seite noch Ergänzungen, was sinnvoll wäre, ab in die Kommentare damit. Und ja, dann einmal in die Videobeschreibung reinschauen für die Sponsoren, die diese ganze Serie hier ermöglichen. Und in diesem Sinne, wir sind raus, sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Bye bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helikon Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.